Moin, ich bin Franzi und ich möchte heute mit euch Seepferdchen basteln. Los geht's! Ihr braucht Papprollen, Bastelfarben, Pinsel und Wasserglas, Holzspieß, Muffinförmchen, Schere, Klebstoff, einen Bleistift und ein bisschen Papier. So, als erstes nehmt ihr eure Papprollen. Ich habe hier eine Küchenrolle und eine Klorolle und drückt die einmal platt. Ich habe hier noch eine Ersatzrolle, falls wir uns irgendwie verzeichnen. Und dann holt ihr euch ein bisschen Papier und zeichnet euer Seepferdchen vor. Dafür nehmt ihr euch den Bleistift. Und zwar nehmt ihr hier die Kante für den Seepferdchenrücken und zeichnet dann einmal den Hals, dann den runden Seepferdchenbauch und dann den eingekringelten Schwanz. Das Praktische ist beim Bleistift natürlich, ihr könnt das auch wieder wegradieren. Ihr könnt dann zwischendurch mal ein bisschen gucken, ob das auch auf eure Papprolle passt von der Breite. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, und daneben zeichnet ihr dann noch den Seepferdchenkopf, die Seepferdchenwange und den Mund. So, und wenn ihr zufrieden seid, schneidet ihr das Ganze aus mit der Schere. Der Schwanz ist gar nicht so einfach auszuschneiden. Da dreht ihr das Papier immer am besten so ein bisschen. Und jetzt noch den Kopf. So, wenn ihr eure Schablonen fertig habt, dann legt ihr die auf eure Papprolle und zwar Kante auf Kante. Drückt das ruhig noch mal ein bisschen runter. Legt es so, dass es euch gut passt. Und dann zeichnet ihr einmal außen rum. Und den Kopf, der passt jetzt nämlich nicht mehr mit drauf. Dafür nehmen wir jetzt die Klorolle. Schwupps. Und dann schneidet ihr an der Linie entlang und die gefaltete Kante, die lasst ihr so stehen. Und zack, fertig. Dann kommt der Körper dran. Und dann könnt ihr noch mal ein bisschen so feintunen an Stellen, wo das noch so ein bisschen zackig ist oder kantig. Könnt ihr das noch mal ein bisschen rund schneiden. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Ihr habt jetzt den Körper, den Kopf fertig und jetzt brauchen wir den Schaschlikspieß. Und den kleben wir in den Körper rein, und zwar an die Rückenkante. Dafür klappt ihr den Körper einmal ein bisschen auf. Nehmt eure Klebepistole. Immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die ja heiß ist. Und dann macht ihr einmal ein bisschen Klebe genau auf die Rückenkante. Bei dem Schwanz macht ihr überall Klebe drauf. Das könnt ihr einfach bei einer der beiden Schwanzhälften machen. Und den Rücken lasst ihr sonst frei. Der braucht keine Klebe. Dann Klebepistole wieder an die Seite. Zack, den Spieß einmal auf den Klebestreifen. Und dann faltet ihr das Ganze zu. Ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt mit. Wenn ihr jetzt so Klebeüberreste habt, dann nehmt ihr einfach ein Stück Pappe und macht das damit ab.
Nicht direkt mit dem Finger drauf, weil sonst verbrennt ihr euch. Ich schneide jetzt hier noch mal ein bisschen nach, weil ich jetzt, wo ich es zusammengeklebt habe, das nicht ganz aufeinander sitzt. Klebepistolen ziehen auch mal ein bisschen Fäden. Die zupft ihr dann einfach so ein bisschen ab, wenn das getrocknet ist. So, und dann kommen wir zum Kopf. Den kleben wir jetzt hier oben dran. Können wir erstmal so ein bisschen gucken, wie das gut aussieht. Seepferdchen haben ja ein bisschen längeren Hals. Und wenn ihr eine Stelle gefunden habt, wo ihr es gut findet, dann merkt ihr euch das und macht hier oben mit der Klebepistole an den Rand ein bisschen Klebe von beiden Seiten und klebt da euren Kopf dran. So, jetzt ist es von der Seite so ein bisschen offen, sieht aber total gut aus, weil dadurch hat dann das Seepferdchen so einen richtigen Körper, weil ja die Rolle sich so einrollt, dass das ein richtig runder Körper wird. So, und jetzt wird gemalt. Ich habe hier schon ein bisschen Farbe auf meine Unterlage getan. Und dann brauchen wir Pinsel und ein Wasserglas. So, und dann nehme ich jetzt den größeren Pinsel und bemale eine Seite von dem Seepferdchen. Hier jetzt mit einem Rosa. Ihr sucht euch einfach eure Lieblingsfarbe aus. So, und dann dreht ihr das Ganze um, wascht euren Pinsel kurz aus und malt die andere Seite mit einer anderen Farbe an. So, wenn ihr beide Seiten bemalt habt, dann nehmt ihr am besten einfach ein hohes Glas, wo ihr das reinstellen könnt. Und dann kann es da drin trocknen. So, wenn das Seepferdchen trocken ist, dann nehmt ihr den kleinen Pinsel und könnt die Details damit drauf malen. Zum Beispiel die Seepferdchenlippen. Und dann malen wir dem Seepferdchen noch Schuppen. So, und wenn ihr Lippen und Schuppen fertig habt, könnt ihr das Ganze wieder zum Trocknen zur Seite stellen. Wenn das Seepferdchen getrocknet ist, dann geht es weiter mit den Muffinförmchen. Und zwar werden das die Rückenflossen und die Rückenzacken vom Seepferdchen. Ihr könnt euch die übrigens auch, wenn ihr nur weiße findet, die bemalen. Das geht auch. Dann faltet ihr die ein bisschen. Macht an die Kante ein bisschen Klebe. Und klebt das an den Rücken von eurem Seepferdchen fest. Wieder ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Und dann sucht ihr euch einfach Farben aus, die ihr gut findet. Ich nehme jetzt mal hier so ein rosa Förmchen. Könnt ihr zum Teil auch mal hälfteln und klebt dann entlang eures Seepferdchenrückens hoch. So, wenn ihr dann die Seite komplett beklebt habt, könnt ihr mit der Schere, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt da noch mal was umfrisieren, könnt ihr das noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Und dann dreht ihr das Ganze um, guckt, wie es da aussieht. Und dann würde man bei manchen Stellen vielleicht da auch noch mal welche rankleben. Wir haben jetzt hier noch so viele Schnipsel übrig. So, jetzt sieht das Seepferdchen schon fast fertig aus, würde ich sagen. Was fehlt noch? Augen.
Jetzt kommen die Augen und dafür braucht ihr ein Blatt Papier und den Bleistift und zeichnet 2 Kreise und schneidet es mit der Schere aus. So, und dann klebt ihr die Augen an dem Seepferdchenkopf fest. Dafür macht ihr am besten einen Punkt auf den Kopf. Und wenn ihr die Augen fertig festgeklebt habt, dann malt ihr mit dem Filzstift noch Pupillen auf. Und fertig ist das Seepferdchen. So, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Mir auf jeden Fall. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschö!